So Freunde, heute machen wir auf diesem Kanal mal was Neues. Wir gucken uns jetzt hier nicht irgendwie die Top 10 Düfte an oder stellen eine neue Marke vor, sondern wir gucken uns Neuheiten an. Also Düfte, die gerade angekündigt, gerade lanciert wurden, die gerade neu erschienen sind oder jetzt halt demnächst rauskommen werden und die für diesen Kanal hier interessant sein können. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Meine Laune ist schlecht, aber das lasse ich mir nicht anmerken. Im Gegenteil, wir machen jetzt ein schönes Video und es ist ja gerade die Essence. Das ist eine der wichtigsten Nischenparfummessen in Mailand. Und eigentlich sollten wir da auch sein und ich sage betont wir, denn zu diesem Kanal gehört noch eine zweite Person, mein lieber Freund Daniel, der so die Arbeit hinter der Kamera macht, die ganzen Einblendungen, die Thumbnails und so. Und wir haben leider nur eine Akkreditierung bekommen, also für eine Person. Und da es doof ist, wenn dann einer irgendwie zu Hause sitzt und der andere dann da irgendwie sich über die Messe schlängelt, haben wir gesagt, das machen wir nicht, dann fahren wir gar nicht und dann machen wir es nächstes Jahr. Hoffentlich klappt es dann auch für beide und gucken uns das so ein bisschen aus der Ferne an. Es werden jetzt sehr, sehr viele Düfte, wie gesagt, lanciert. Das heißt, wenn ihr das Video am Sonntag seht, kann das sein, dass es schon wieder gar nicht aktuell ist, weil da noch zig andere Düfte irgendwie in der Zwischenzeit angekündigt wurden. Man kann da also gerade leider nicht so richtig tagesaktuell sein. Wir fangen trotzdem an, gucken mal rein. Der erste Duft kommt von Orto Parisi, das ist der Risveglium. Und wir haben damals ja den Alessandro Gualtieri hier in Hamburg getroffen, ich glaube im September oder Oktober war das. Da hat er uns schon von dem Duft erzählt und der ist inspiriert von einem Ayahuasca-Trip, den er nach Peru gemacht hat. Ja? Also der Typ ist natürlich total nett und inspirierend und ein cooler Kerl, aber natürlich auch total verrückt. Und der hat uns gesagt, dass die Pappen irgendwie nicht mehr genug scheppern und deswegen hat er das jetzt gemacht. Ich könnte mir vorstellen, das wird so ein sehr trippiger Duft, also entweder ist der Duft komplett verrückt oder er ist so Kräuter, bitter, grün, irgendwie, keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie Ayahuasca riecht und schmeckt, habe ich noch nie gemacht, habe ich auch perspektivisch ehrlich gesagt nicht vor. Aber es gibt einen Release-Trailer, den verlinke ich euch mal in der Infobox, der zeigt so ein bisschen, wohin es da olfaktorisch geht. Der nächste Duft kommt von 2787 und der heißt Hakuna Matata. Und diesmal haben wir es nicht mit König der Löwen zu tun, sondern mit der Banane. Sie sagen selbst, Vanilla is over, Banana is taking the stage. Banana? Stuart? Banana? Banana! Ich finde es immer schwierig in so Düften mit Banane, ist so ein Halbgourmand. Wir haben auch noch Honig, Labdano, ein bisschen Bergamott und so ein bisschen blumige Akzente, Jasmin und sowas. Ob das was wird, kann ich euch aus der Ferne nicht sagen. Ich kann nur sagen, der Duft ist angekündigt, er klingt ganz interessant. Hakuna Matata macht einem ja auch direkt gute Laune. Ja, und wir schauen uns das Teil an, wenn es dann da ist. Der nächste Duft, den ich persönlich interessant finde, kommt von Assmann Perfumes. Das ist der Nocturnal Immortal. Ich kann euch leider bei dem Titel nicht sagen, was das soll. Also die nächtliche Unsterblichkeit scheint das jetzt hier zum Thema zu haben. Und hier haben wir einen Duft mit Mandarine, Bitterorange, Rosmarin, mit Wacholderbeere, mit Lavendel, mit Strohblume, balsamischen Noten, Labdanum haben wir mit dabei, auch Heu, Oud und Vetiver. Kommt von Julien Rasquinet, klingt für mich jetzt eher nach so einem, ja, eher würzigen Duft. Hat ja auch so leichte Fougère-Anklänge. Bin ich mal ganz gespannt, wie der so wird. Mit dem Heu und dem Lavendel. Werden wir ausprobieren, wenn er denn da ist. Ist ja jetzt erst angekündigt. Der nächste Duft kommt von Electimus. Da werde ich jetzt gar nicht viel zu erzählen. Das ist, ihr kennt das ja, haben wir jetzt auch ein großes Video drüber gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und der heißt Moroccan Medjool. Auch hier hoffe ich, dass die Aussprache denn korrekt ist. Ich bin da nicht so ganz vertraut mit. Und es geht um diese Dattel, ja, diese Medjool-Dattel ist ja im arabischen Raum sehr verbreitet und die steht jetzt hier im Herzen des Dufts. Es gibt ein zitrisches Opening, es gibt natürlich so ein bisschen blumige Akzente rund um die Dattel und dann so eine ambrierte Basis. Es gibt auch noch einen Riesentext vom Parfümeur Marco Genovese, aber den lese ich euch nicht vor, weil der ist nicht so witzig. Wir haben hier noch ein paar Marketingtexte, die wir hier auf jeden Fall durcharbeiten müssen, weil sie wahnsinnig unterhaltsam sind. In dem Fall ist das nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, wenn euch sowas interessiert, wenn ihr so einen Dattelduft wollt, ich glaube, das könnte ganz interessant werden, wird wieder ein extrem Parfum, dann schreibt es euch auf den Zettel. Der nächste kommt von Francesca Bianchi und der heißt The Code of Emotion. Und das finde ich auch einen spannenden Duft, denn das ist nun wirklich ein Fougère-Duft. Wir haben hier Bergamott, wir haben hier Pink Pepper, wir haben exotische Früchte und Mango. Also hier wird so ein klassischer Fougère mit einer Mangonote kombiniert. Hier werden noch einige Mangodüfte auch auftauchen. Ich habe das Gefühl,
das wird so ein bisschen sich durchs Jahr ziehen. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr, fing das schon an mit den Mango-Düften, gab es bei Mind Games welche und von Gritti auch diesen Mango-Oud und sowas. Und das geht jetzt hier nahtlos weiter. Und dann haben wir unten natürlich Lavendel, Geranie, Zedernholz, Eichenmoos, Sandelholz, Vetiver, Moschus, und sie sagt, dass, und das ist ungewöhnlich, dass es ein Bare Minimum of Animalics hat. Also wir werden hier eben nicht so wie von Francesca Bianchi eigentlicher, wir das gewöhnt sind, einen animalischen Duft bekommen, sondern wirklich einen fruchtigen Fougère. Schauen wir mal, ob das was wird. Der nächste kommt von Laboratorio Olfativo und der heißt Underground Vibes. Ja? Und jetzt muss man natürlich sich angucken, worum geht es hier. Hier soll also so ein bisschen sich das olfaktorisch an Techno-Partys orientieren. Ich finde, das ist ein Thema, ja, weiß ich nicht, Techno ist gerade so im Hype. Sie sagen dazu auch selber, The perfume captures the electric and hallucinatory atmosphere of secret gatherings in post-industrial and subterranean spaces. Ja, it's a fragrance that explores the essence of underground rave parties. Wenn ich mir die Noten angucke, klingt es nach einem spannenden Duft. Also wir haben hier die Wacholderbeere, da weiß ich jetzt erstmal nicht, was das mit Rave-Partys zu tun hat. Da haben wir Cannabis, Whisky, florale Noten, Benzin, mineralische Noten, Zypriol, also was Rauchiges, und unten dann Iris, Oud, Patchouli und Sandelholz. Wer jetzt schon mal auf einer Rave-Party war, ja gut, da wird auch der eine oder andere Dübel geraucht, aber eigentlich nach Whisky und Gras riecht es da nicht. Benzin finde ich da die logischere Konsequenz, denn das, was sich da, ich sag mal, in die Nase reingezogen wird, das wird häufig mit Benzin gewaschen, kann ich allerdings auch nicht empfehlen, ist auch schlecht für die Nasenscheidewand, riecht man nachher nicht mehr so gut. Der nächste Duft kommt von einer Marke, die ich hier auch eigentlich schon mal vorstellen wollte, nämlich von O-Top. Und ja, da ist es damals dann am Versand des Discovery Sets gescheitert. Das hat irgendwie alles nicht geklappt. Und jetzt haben sie hier einen neuen Duft und der heißt Tits. Wie bitte? Ja, ihr könnt euch ja denken, was das zu Deutsch übersetzt heißt. Ich werde da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Der ist auf jeden Fall im Rahmen der Essence angekündigt worden. Sie sagen dazu was und diesen Text müssen wir uns jetzt ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Sie sagen, a bold and intimate creation where softness meets sensuality. Ja, also a bold statement in a sleek new form. Daring, provocative and unapologetically sensual. Also hier wird es definitiv sensual. Wenn Sie es jetzt noch ein drittes Mal schreiben, ist es einmal zu viel. Tits is more than a fragrance. Hier habe ich erste Fragen, weil ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, es ist nicht more than a fragrance, es ist basically das, es ist ein Fragrance. Es sei denn, ich kann damit auch noch mein Auto tanken, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. It's a rebellious expression of confidence, high fashion and fearless individuality. Wir lassen das genauso stehen. Und bevor ich euch jetzt hier diesen ganzen Sermon vorlese, noch eine Sache, das finde ich ganz, ganz interessant. A scent that refuses to go unnoticed. Also hier könnt ihr nicht entkommen, weigert sich nicht wahrgenommen zu werden. Und sie fantasieren hier von a young woman with milky and immaculate skin. Her aura is soft like an embrace of absolute tenderness. Wenn das jetzt der Anfang für ein Softporno wäre, wäre es okay. Da es sich hier aber um Parfüm dreht, streitbar. Also, vielleicht sollte man es einfach mal riechen. Klingt ganz spannend, Flakon sieht gut aus, Noten haben sie nicht veröffentlicht. Ob das jetzt O-Top oder O-Flop ist, ja, werden wir dann rausfinden. So, und der war richtig flach. Aber das gehört auch dazu. Der nächste Duft, den wir haben, ist von Père Noir. Das ist der Anello. Und ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, Père Noir haben wir auch schon besprochen. Die haben ja immer diese Elixir of Confidence, Elixir of Schlag mich tot gemacht. Und dann haben sie irgendwann angefangen mit dem Poker so Abkürzungen zu machen. Das stand ja für Popcorn Caramel und der Anello ist jetzt der Ananas-Pomelo-Duft. Und hier geht es dann irgendwie um einen Segler, der aufbricht zu neuen Ufern und ventures into the unknown und so. Alles klar, ich denke, es wird so ein bisschen so eine ambrierte Basis haben und dann kriegen wir so einen fruchtigen Duft mit Ananas, Mango und so ein bisschen Zitrik obenrum. Ne? Also wir haben die Pomelo, wir haben die Mandarine. Also mal was Neues. In der Hinsicht hat ja Père Noir tatsächlich auch noch nicht so viel im Portfolio. Es gibt den Naki, so ein bisschen Pfirsich-Feigenblatt hatten sie mal und dann relativ viel Gourmand jetzt zum Schluss. Und jetzt kriegen wir hier also einen fruchtig ambrierten Duft. Alles klar. Der nächste kommt von Rosendo Mathieu und das ist jetzt die Nummer 9. Und der heißt Woody, Smoky, Vanilla und es gibt 3 Noten, nämlich Woody Notes, Smoky Notes und Vanilla. Ja, damit ist erstmal alles gesagt. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da ist die Qualität ja so ein bisschen schwankend. Der bekannteste ist ja die Nummer 5, dieser Sensual Musk. Auch wenn der hier auf dem Kanal noch nie stattgefunden hat, ist das ja ein Duft, den viele Leute mögen, der viele Fans hat und deswegen jetzt hier die Nummer 9. Könnte interessant sein. Sarah Baker hat jetzt auch einen neuen Duft angekündigt, der heißt Prism Head zusammen mit Miguel Matos. Und da wird es natürlich, ich glaube, der heißt nicht Miguel, der ist Miguel Matos. Ne? Ja. Also da haben wir dann Limone, da haben wir Cannabis, da haben wir den
Champignon. Und dann gibt es ein Aromachemical, das heißt Geosmin, wenn ich das richtig ausspreche, und das soll erdig riechen. Also insgesamt, Costus ist auch sowas Animalisches, Vetiver, Patchouli, Moschus. Das ist wieder so ein Mathos-Duft. Ich könnte mir vorstellen, mit dieser Pilznote und Cannabis, ob das am Ende gut riecht, müssen wir rausfinden. Am Ende schafft das ja immer öfter, Düfte zu machen, die trotz dieser schrägen Noten irgendwie ganz gut riechen. Also von daher, ich bin gespannt. Prism Head von Sarah Baker. Der nächste ist von Sanvenin, das ist eine Marke aus Norwegen. Die wird hier auf diesem Kanal demnächst auch mal vorkommen, denn die habe ich schon relativ lange auf dem Schirm, weil ich die spannend finde. Ich mag auch so diese Flakons, dieses ganz schlichte, elegante, skandinavische. Und da gibt es jetzt einen Duft, der heißt Pain Nouveau. Und ich dachte erst, das heißt neuer Schmerz. Daran merkt man schon wieder, wie gut ich Französisch kann. Das heißt natürlich neues Brot. Pain ist das französische Wort für Brot. Und sie schreiben hier, Pain Nouveau, meaning new bread, is a bold statement. Also jeder Duft ist hier ein bold statement. A reinvention of how we think about bread, both in life and in scent. Auch da, also drunter macht man es nicht. Hier wird jetzt darüber nachgedacht, wie man das Brot neu erfindet. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Parfum braucht. Ich weiß auch nicht, ob man insgesamt Brot jetzt unbedingt neu erfinden muss. Aber lassen wir sie erstmal machen. Let them cook, wie man heutzutage so sagt. Und wir haben hier einen luxuriösen, kreativen und contemporary Fragrance zu erwarten. Ja, also earthy, warm bread, sweetness of ripe figs and the grounding elegance of the fine woods, creating an olfactory experience that is both familiar and groundbreaking. Also das ist ein Paradoxon. Einerseits ist alles bekannt und gleichzeitig ungesehen und neu. Und wie der Text halt schon sagt, ne? Also es ist ein Brotakkord, wir haben Feige, wir haben ein bisschen Black Pepper, Ambroxan, Vanille, Orangenblüte, Mimosa. Ich könnte mir vorstellen, dass der ganz elegant, ganz schön wird. Trotzdem ist hier irgendjemand scheinbar Brotfan. Musste das jetzt hier im Duft ausdrücken. Dann haben wir zwei Düfte von Marke, die haben wir auch schon besprochen. Die haben auch irgendwie einen Platz in meinem Herzen, weil ich die Düfte so furchtbar fand. Und zwar Hank. Ja, und Hank bringt jetzt zwei neue Düfte raus. Und der erste ist der Candyman. Hey kids, want some candy? Wie man erwarten kann, ist es ein sehr süßer Duft mit Rhabarber und schwarzer Johannisbeere, aber natürlich auch sowas wie Zucker. Ja, also es wird wahrscheinlich ein sehr süßer Duft, so ein Bonbon-Duft. Und was mich aber überrascht hat, ist, da ist auch noch eine Note drin, Cannabis. Also das kennt man ja. Man geht zum Hussel, sagt, habt ihr eine Tüte Bonbons, sagt der Verkäufer, ja klar, kannst du haben, aber willst du auch noch ein bisschen Hasch kaufen? Das ist genau, also so stellt sich Hank irgendwie die Welt vor. Es gibt eine Iso-E-Super- und Ambroxan-Basis, also da sind sie sich treu geblieben. Ansonsten erzählen sie nichts über ihren Duft, spricht scheinbar für sich selbst. Und der nächste ist der Spy von Anne-Sophie Behagel aus dem Flair-Kollektiv. Und hier haben wir jetzt einen Rose-Oud-Duft mit Kirsche und mit Safran. Und in der Kopfnote haben wir dann Ingwer, Wacholderbeere, Kardamom, also eher was Würziges. Und sie sagen hier, es ist eine Metallic Rose. Und da können jetzt all die Leute mal in die Kommentare schreiben, weil meine Zuschauer sind meistens ein bisschen schlauer als ich tatsächlich. Ich glaube, man kann eine Rose in so 150 Moleküle aufsplitten. Wenn man die alle zusammenpackt, ist das wieder eine Rose. Und da gibt es auch so metallische Bestandteile. Ich glaube, Rosenoxid oder sowas. Der Name Spy, also ich weiß nicht, ob man jetzt mit einem Kirsch, Rose, Oud, Safran-Duft unauffällig ist, weil der Spion ja gemeinhin eigentlich unerkannt bleiben soll. Aber ist auch egal. Bei Hank, ich finde es vorhin gut, Candyman und Spy sind beides auch wieder IHK-Ausbildungsberufe. Super, passt zum Boxer, passt ins Konzept. Ob es gut ist, werden wir dann rausfinden. Vielleicht auch nicht. Ich wollte es einfach mit reinnehmen, weil also neue Hank-Düfte müssen wir hier besprechen, ist ja klar. Dann hat der gute Schneider, der Filippo Soccinelli, 4 neue Düfte angekündigt. Die sind aber, glaube ich, auch schon raus. Es sind 4 neue Extraits und diese Reihe heißt dann Atmosphère d'Émotion. Und ich werde da jetzt nicht auf die einzelnen Noten eingehen. Das ist, da macht er mal was anderes. Also wir haben hier wenig Weihrauch, ich glaube ein Duft, also wenig bis gar kein Weihrauch. Ein Duft hat, glaube ich, ein bisschen Elemi-Harz oder so. Und da geht es hauptsächlich um den Wind. Das ist hier das Thema. Und natürlich geht es auch um die Bibel. Denn jedem Duft ist ein Bibelvers zugeordnet, der da irgendwas mit Wind zu tun hat. Unter anderem auch diese bekannte Bibelstelle, wo Moses da durch den Ostwind das Meer teilt. Ja? Und das ist einmal der Bresa Leggere, dann gibt es den Ruah. Das ist, glaube ich, auch ein Wort in der Bibel für Wind. Ich weiß nicht, ob das hebräisch ist. Wer das weiß, kann das auch mal in die Kommentare schreiben. Den Vento Forte und den Vento Impetuoso. Und die arbeiten auch mit so Steinakkord und Schlamm und Seebrise und Luftakkord und all solchen Geschichten. Und dazwischen ganz, ganz viele Aroma-Chemicals. Also hier kriegt man wirklich krass synthetische Düfte, die sich alle mit dem Thema Wind beschäftigen. Dann haben wir noch 4 Extraits, auch von der Marke, die wir auch schon gemacht haben, von Born to Stand Out. Und da muss man sagen, ja, hier kriegt man jetzt 50 Milliliter Extrait für solide 290 €.
eine Sache, die ich an der Stelle einfach mal loswerden will. Ne? Also Born to Stand Out als Marke ist eigentlich spannend und manche Düfte sind ja auch so crazy, dass man sagen würde, komm, ich kaufe die einfach mal für ihre Verrücktheit. Die sind halt nur zu teuer und das ist mit den Extraits auch so. Also fast $300 für 50 ml Extrait bei einer Marke, die jetzt, ich sag jetzt mal, auch nicht so einen wahnsinnigen Hype hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da jetzt 4 neue Düfte. Da haben wir einmal den Black Guava und den Black Mango und das sind beides Oud-Düfte. Einmal haben wir einen Rose-Oud-Duft mit Guave und einmal haben wir den Black Mango. Ich glaube, das ist keine Rose, sondern was auch ein Oud-Duft mit Mango und Mango Lassi haben sie, glaube ich, drin und sonst sehr viel balsamische Noten. Den Oud Candy. Das ist einfach ein süßer Oud-Duft, also hier haben wir so Gourmand-Noten, ein bisschen was Rauchiges, Karamell und solche Geschichten kombiniert mit Oud und den Purple Stain und das soll, das habe ich mir durchgelesen, das sagt Born to Stand Out selber, das soll wie Rotweinflecken auf altem Papier riechen. Ja? Das ist so ein Journal, wo es um die simplen Freuden des Lebens geht, die man sich nächtlich durchliest. Und dabei trinkt man dann Rotwein, kippt das drüber und so riecht das Teil. Also, das können wir uns auf jeden Fall auch mal auf einen Zettel schreiben. Für den einen oder anderen kann das ja ganz interessant sein. Sind auch gute Parfümeure dabei. Man hat zum Beispiel Jordi Fernandes, hat den Oud Maracuja gemacht oder Violaine Collas, die hat den Creme de Cuir von BDK gemacht. Also schon nicht schlecht. Dann gibt es 4 neue Düfte von Schwarzlose Berlin. Nämlich einmal den 2024 Go. Das ist so ein Duft mit so roten Früchten und Osmanthus, vielleicht so was Ledriges ein bisschen. Da habe ich jetzt mich noch nicht im Detail eingelesen. Wie gesagt, den ganz neu angekündigt. Den Amberlin, das wird wahrscheinlich ein Amberduft sein. Da gibt es zumindest einen Tiramisu-Akkord, habe ich mir sagen lassen. Also von daher auch ganz interessant. Und Baumrinde ist mit dabei. Wie das zusammengeht, weiß ich nicht. Aber den Wortwitz habt ihr verstanden. Amberlin, ne, weil wegen Amber und Berlin, ne, alles klar. Dann gibt es den Finale. Ich hoffe nicht, dass es ihr letzter Duft ist. Da haben wir dann Benzoin, Tabak, also es wird wahrscheinlich auch eher so ein ambrierter Duft sein. Oben hat man so ein bisschen Nektarine, rosa Pfeffer. Und zu guter Letzt einen, den nennen sie Secret Path. Und der arbeitet dann tatsächlich mit Zimt, mit Honig, mit Whisky, mit Peru-Balsam, Rose, mit Muskatnuss. Also ganz interessant. Da haben sie dann auch Oud und Amber und Leder in der Basis. Das ist so einer, der könnte so süß, ledrig, udig sein. Weiß nicht, ob das jetzt so super neu ist, aber Schwarzlose macht ja ganz gute Sachen. Und nachdem sie jetzt wirklich, ich sag mal, relativ lange ja, der Etrango war der letzte reguläre und dann kam ja nur das Extrem in dieser Leder 6.9 und jetzt also 4 neue Düfte angekündigt. Und zu aller guter Letzt, und da sage ich wirklich gar nicht mehr viel zu, weil da gibt es auch keine Noten, hat der gute Lorenzo Passaglia, ich hoffe, man spricht es aus, oder Passaglia, das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wo da die Betonung im Nachnamen ist, hat 5 neue Düfte sogar angekündigt. Den Animalic Dream, den Coffee Passion, Pink Milk, Kechimba und den Speechless. Ich kann euch dazu nichts sagen. Beim Animalic Dream habe ich so meine Vermutung, in welche Richtung das gehen könnte. Beim Rest nicht. Das ist auf jeden Fall Stand jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, so das, was an Neuheiten angekündigt wurde, von dem ich glaube, dass das für uns interessant sein könnte. Sobald es da irgendwie News gibt, man irgendwas testen kann oder so, werdet ihr das hier auf diesem Kanal erfahren. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob solche Videos wie das heute überhaupt interessant sind, ob wir das nochmal machen sollen oder ob das jetzt bei so einem einmaligen Ding bleibt. Schreibt auch gerne rein, welche Düfte ihr besonders heiß erwartet, auf welche Düfte ihr euch freut, welche Ankündigungen euch da besonders neugierig gemacht haben. Ich weiß, es gibt da auch noch ganz viel. Serge hat auch noch eine Kooperation mit Duran und so, aber das wird dann irgendwann zu viel und ich habe mich jetzt mal hier so auf unsere, ich sag mal, Kernthemen konzentriert. Von daher schreibt gerne rein, auf was ihr wartet, auf welche Düfte ihr euch freut. Ansonsten Lob, Kritik auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, gebt ihm einen Like, wie man so schön sagt. Ja, abonniert den Kanal, teilt das Video gerne auch, macht die Glocke an, dann verpasst ihr nichts. Guckt euch auf dem Kanal und was wir sonst noch so an Videos abgedeckt haben. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, geht zur Wahl und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und tschüss.